So, ich schätze mal, so knappe 16 Stunden hatte ich jetzt Gelegenheit, den Microsoft Flight Simulator 2024 zu testen. Ich finde es großartig, dass Microsoft das tatsächlich so auf die Beine gestellt hat und ein Alpha Technical Preview überhaupt ermöglicht hat. Da sage ich mal, ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank dafür. Ich hatte tatsächlich nicht damit gerechnet. Ich bin auch sehr froh, dass ich da auch mit dran teilnehmen durfte. Hat mir auch irre Spaß gemacht. So, das Fazit jetzt für mich. Ähm, Ich freue mich tierisch auf den 2024. Und die große Frage, die sich der eine oder andere stellt, ist es jetzt ein Game oder ist es eine Sim? Für mich war der Flugsimulator 2020 schon eine Sim und der 2024 wird es auch sein. Auch wenn wir jetzt hier ein bisschen mehr Spielkram drin haben und jetzt hier diese ganzen Simmer vielleicht in Aufruhr sind und sagen Scheißdreck oder sonst was. Ich sehe das ganz einfach so. Wir haben einen Flugsimulator 2020 in verbesserter Form, der jetzt im Prinzip Cloud-getrieben, Cloud-lastiger ist, der jetzt Multicore-Prozessoren unterstützt. Sprich, eigentlich wir davon profitieren, wenn wir jetzt einen etwas langsameren Rechner haben und da immer nur Single-Core-Treats genutzt wurden. Dann partizipieren die doch davon, da wir jetzt ja mehrere Kerne der CPU ansprechen und eventuell dadurch auch mehr aus dem Spiel herausholen und somit mehr Ressourcen haben. Das Ganze steht und fällt, sage ich jetzt mal. Microsoft hat dann ein richtig, richtig geiles Ding auf die Beine gezogen. Ähm, Die Ladezeiten sind der Hammer, aber ich glaube, wenn man dann einen etwas besseren Rechner hat, hat man natürlich da mehr Vorteile, als jemand, der jetzt einen alten i5 hat oder eine langsame Internetleitung. Ich glaube, mit der Internetleitung steht und fällt dieses ganze Erlebnis, was diese Ladezeiten betrifft. Nichtsdestotrotz ist es aber ein deutlicher Schritt nach vorne. Ich merke die Settings, ich kann in den Settings in der GPU Sachen einstellen, wo normalerweise unter einem 2020er ein Neustart gewesen wäre. Wir haben eine Verbesserung der Controllersteuerung der Zuweisung. Wir haben Kategorien. Wir können auf einzelne Flugzeuge eine Controllersteuerung legen. Es ist ein bisschen umständlich, kann man nutzen, muss man aber nicht. Ist ein bisschen Schnickschnack. Mir gefällt der Startbildschirm tatsächlich richtig gut. Und für alle, die jetzt ein bisschen skeptisch sind zu dem 2024, ja, ich habe einen World Photographer und das ist für mich wirklich persönlich meine Meinung. Das fand ich vor dem schon nicht cool und jetzt, wo ich es gespielt habe, fand ich es auch nicht cool und ich denke, auch wenn es da vielleicht noch Macken gibt, in der offiziellen Version werde ich es wahrscheinlich auch nicht spielen. Ja, wir haben den Carrier Mode. Wir hatten hier vor dem Jahr auch schon so ein Tutorial im 2020 und da war ich auch sehr dankbar, als ich eingestiegen bin. Und warum soll man den Neuen nicht die Chance geben, ein Tutorial zu spielen, dass man sich mit Maschinen vertraut macht? Jeder fängt mal klein an. Und die Idee dahinter, dass man da im Karrieremodus, halt eine Privatpilotenlizenz und sich hocharbeitet, ein bisschen Credits verdient und wieder Credits ausgibt für die Zertifizierung, finde ich eigentlich ganz nett. Und ich hatte da eigentlich auch wirklich meinen Spaß mit. Und für alle, die sich jetzt sagen, ja, ist mir zu viel Spielkram, ihr müsst es ja nicht spielen. Ihr müsst keine Feuerlöschmission machen. Ihr müsst nicht auf einer Bohrinsel mit dem Hubschrauber landen. Aber ein Hubschrauberpilot, der wird sich wiederum sagen, ey, das ist eine schöne Herausforderung. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Und ich sage, gegenseitiger Respekt, lasst jedem das, was er will und pickt euch das raus, was ihr wollt. Und für die richtigen Zimmer, ihr habt da, glaube ich, genug zu picken. Es ist ja tatsächlich so, wir haben wohl für jeden Flieger ein Electric Flight Board. So, das hatten wir im 2020er nicht. Das EFB hat aber auch tatsächlich jetzt hier die Funktion, die wir im Flugplan, in der Flugplanerstellung am 2020er hatten. Wenn ich jetzt hier mal meine Route eingebe und ich sage jetzt mal Hamburg und nach Berlin. Ich habe weiterhin meine Runaways. Runways? Mit meinem Runaways, ich krieg's nicht mehr raus. Ich kann weiterhin meine Gates auswählen. So, und wenn ich ins EFB reingehe, dann habe ich weiterhin
die Möglichkeit zu sagen, ich habe eine Departure-Prozedur. Ja? Ich habe eine Arrival-Prozedur. Also ich habe hier eine SID, ich kann hier Sitz aussuchen, ganz normal. Und ich kann hier auch mein Arrival eingeben oder ein Direct oder ein was auch immer. Ne? Ähm, das könnt ihr hier. Wir haben hier ähm, IFR, VFR. Wir können eine Airline aussuchen, wo ich dann von ausgehe, dass sich da vielleicht in der Delivery was tut. Wir können eine Flight Number eingeben. Wir haben unser ATC Call Sign. Wir haben das Datum. Wir haben eine Blocktime. Ähm, hier kann ich hier noch ein bisschen was konfigurieren, was den Flieger betrifft. Ich kann den Score aussuchen sogar. Ich kann, ist es ein Scheduled Flight, Non-Scheduled, Military, aber das ist ja zum Beispiel jetzt eine Erweiterung, die hat der 2020er nicht. So, und kann dann auch hier Send Route to Avionics, kann das Ganze dann quasi an die MCDU, das Navigationssystem, übergeben. Hatten wir, glaube ich, auch so noch nicht in der Form im 2020er. Ich kann hier Gepäck, Passenger, Cargo, Zero Full Wide kann ich planen. All das, wie wir es eigentlich aus Navigraph kennen, was wir in Navigraph eingeben, um dort im SimBrief dann einen Flugplan zu erstellen. So, also für mich ist es ganz klar, wir haben eine Sim mit einer Gamer-Komponente, die irre viel Spaß macht, ressourcenschonender ist. Und das Fazit nach diesen 16 Stunden und knapp 3 Stunden Schlaf, die ich hatte, fällt durchaus positiv aus und macht richtig Lust und Laune auf dieses Spiel. Es gibt viele Punkte, wo ich sage, da bin ich skeptisch. Die Grafik, so auf meinem System, ich habe mit viel Frickelei nicht die Ergebnisse bekommen, wie andere sie haben. Ich hatte auch tatsächlich ein paar Abbrüche, insbesondere dann, wenn ich versucht habe, diesen Replay-Modus zu machen, aber ich vermute mal, Spiel spielen, ein Recording zu machen und dann noch ein Reply, dass da irgendwo vielleicht der Wurm drin ist. Wir haben eine Simrate-Erhöhung, die ist flüssig. Ich habe mehrmals während dem Flug die Simrate erhöht und reduziert, sieht man auch in den Videos, das ist tatsächlich Absicht. Das Flutschte war total flüssig. Es sind noch einige Punkte, wo ich sage, da kann man noch dran verbessern. Aber das Ding kommt jetzt frisch auf den Markt. Und das, was ich jetzt gesehen habe, ist auf alle Fälle schon mal so, dass man es ohne Probleme spielen kann und ohne große Abstürze. Da gab es in den letzten 2, 3 Jahren andere Spieletitel, die größer waren und die so richtig Schiffbruch erlitten haben. Ja, ich sage jetzt mal Stichwort Bethesda oder Colossum, ne? Städtebausimulation oder oh ja, ich erobre das Weltall. Die Ratings waren scheiße, Content so wie keiner und die Leute hauen richtig in die Tonnen, geben Geld aus und bekommen ein Scheißprodukt. Microsoft, ja, kann teuer werden. Wir sind bei 70 € aufwärts. Aber ich glaube, wir haben ein Produkt, was sich sehen lassen kann. Meine Bedenken sind tatsächlich in der Form, wie sieht es tatsächlich aus mit City-Updates, World-Updates, die ersten Patches. Ich glaube, grafiktechnisch sind meine Erwartungen bei weitem noch nicht erfüllt worden. Oder ich bin einfach zu arg angetriggert worden durch diese ganzen Teaser. Wie werden bestehende Scenery, die wir jetzt für den 2020er haben, oder Airports, denn überhaupt jetzt hier in den 2020er eingebunden? Ich werde noch mal ein kleines Video machen und mal die Ordner gegenüberstellen vom 2020er zum 2024er. Die sind sehr identisch. In dieser Technical Preview gab es jetzt keinen Community-Ordner. Und da ist halt, wie gesagt, ich habe auch in den Settings nichts gefunden, dass man sagen kann, hier, ich gebe mal jetzt den Community-Ordner an. Ich gehe mal davon aus, dass tatsächlich der 2024er keinen Community-Ordner haben wird oder zumindest keinen eigenen, wobei das auch keinen Sinn macht. Irgendwo muss es einen Community-Ordner geben, Punkt. Entweder verweisen sie da und sagen, hier, gib doch mal deinen 2020er Community-Ordner an oder bitte erstell einen neuen. Wird man sehen. Aber da ja Cloud-getrieben die Daten ins Spiel geladen werden, wie wird es dann rausgefiltert, dass wir eine lokale Scenery haben oder einen lokalen Airport und nicht diese Online-Krütze aus dem Spiel quasi?
Ja, das sind so meine Bedenken. Ich habe schon auch ungefähr ein Gefühl dafür, welche Apps, die wir für den 2020 gekauft haben, nicht mehr funktionieren werden. Ich hoffe, dass das eine oder andere tatsächlich funktioniert und ich mich da selber täuschen werde. Es kam noch die Frage auf YouTube, ob es einen Multiplayer-Modus gibt. Ja, definiere Multiplayer. Zwei Leute rennen durch den Wald und knallen irgendwelche Hühner ab oder zwei Leute sitzen im Flugzeug oder zwei Leute in einem separaten Flieger, die einen Brand löschen. Was ist Multiplayer? Ja, Multi kann alles sein, Vitamin oder nicht. Ähm, ja, soweit mein Fazit. Was ich tatsächlich auch so ein bisschen gespannt bin, sind dann tatsächlich so die Server, wie die dann in den ersten Tagen belastet sind und erreichbar. Und das bleibt auf alle Fälle spannend. Für mich hat es auf alle Fälle hier richtig Spaß gemacht. Es war auch ein bisschen anstrengend. Ich habe mir das nochmal ein bisschen von der technischen Seite angeschaut. Viel Spielkram, ohne jetzt hier auf YouTube groß die Masse erreichen zu wollen, bin ich nicht der Typ. Ich bin einer, der gerne sich was anguckt und ähm, Problems und solve them. So, also ich habe mir das tatsächlich so ein bisschen mehr von der technischen Warte angeschaut, sowas unter der Haube, was ich so sehen konnte. Gerade so Ordnerstrukturen, Prozesse, Systemauslastung. Ähm, ist für die meisten wahrscheinlich, wenn ich das auf YouTube hochladen würde, total uninteressant. Aber für mich einfach mal sehr aufschlussreich und das ist auch für mich oder so war meine Wahrnehmung ein Technical Review, ähm, der jetzt von Microsoft allerdings sehr easy war. Du sollst einfach nur fliegen. Ähm, also ich kenne das aus diesen Technical Previews für Betriebssysteme noch ein bisschen anders da mit einem Feedback Hub, wo dann wirklich explizit ganz viele Punkte abgearbeitet werden, die man da dann durchackern muss. Und da ist dann so ein Preview-Test hat sich sogar ein bisschen Arbeit und hat eigentlich nichts mehr mit Vergnügen zu tun, aber auf der anderen Seite qualifiziert es aber auch jobmäßig, wenn man sowas macht. Und hier war das jetzt doch wirklich richtiges Vergnügen, ohne groß Feedback Hub. Und ich bin auch gerne immer wieder bereit und melde mich da freiwillig. So, ansonsten, wenn es Fragen zum Spiel gibt oder irgendwas, was ihr jetzt vielleicht nicht gesehen habt, ich aber im Hintergrund vielleicht getestet habe, in die Kommentare schreiben. Ich werde noch das ein oder andere Bildmaterial die nächsten Tage vielleicht mal gucken, was ich da für sinnig erhalte oder betrachte, was man hochladen könnte. Aber für mich ist jetzt erstmal hier an der Stelle, was den Test betrifft, Schluss, weil morgen ruft wieder die Arbeit und für all diejenigen, die jetzt denken, oh, der Stinker, der durfte den Microsoft Flugsimulator spielen. Ey Leute, es sind nur noch 5 Wochen und ihr kriegt die fertige Version. Ich hatte hier so ein halbes Ding. Na? Also tröstet euch damit. Und ansonsten weniger diskutieren, einfach abwarten. Wir neigen immer gerne zum Meckern und dabei ist es vielleicht gar nicht so schlimm. In diesem Sinne. Ähm, Wer sich die Videos angeschaut hat, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich halte ihn auf alle Fälle, auch wenn es ein bisschen mühsam war. 3 Stunden Schlaf sind doch ein bisschen wenig dann jetzt gewesen. Aber war es mir wert und hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Ich wollte es ja so. In diesem Sinne, bleibt mir gediegen, viel Spaß und wenn was in den Kommentaren irgendwie steht, versuche ich es auch relativ schnell immer zu beantworten. Eigentlich bin ich da ja relativ fix. So, gehabt euch wohl, kommt gut in die Woche und nur noch irgendwie gefühlt 25 Mal schlafen und dann haben wir alle den Flugsimulator 2024. Haut rein.